Stone Prog, der Podcast. Prog-Geflüster mit Marek Arnold. Neuigkeiten, Wissenswertes und Smalltalk mit Gästen aus der Welt des Progressive Rock. Stone Prog, der Podcast, wird euch präsentiert von B-Side Music. Herzlich willkommen zum Stone Prog Podcast. Heute wieder eine neue Folge. Ich freue mich sehr, dass Hansi Fuchs es zu mir ins Studio virtuell über Zoom gefunden hat. Multi-Instrumentalist, Produzent, ich glaube auch Musiklehrer. Da haben wir also auch noch eine Gemeinsamkeit und Labelkollege bei Tempus Fugit. Herzlich willkommen, Hansi. Herzlich willkommen, Marek. Also ich bin in unserem gemeinsamen Studio, wo wir uns gerade befinden. Genau, sozusagen. Ja. Wir haben ein Doppelstudio heute. Wir sehen uns. Ja, wir genau. schauen auf unsere Geräte im Hintergrund. Okay, wunderbar. Schön, dass du da bist, dass das heute klappt mit dem Gespräch. Ich habe es schon angedeutet, wir haben eine ganze Menge Gemeinsamkeiten und ich glaube, es gibt auch sehr, sehr viel zu dir erstmal zur Person zu berichten. Vielleicht kannst du da erstmal ausholen, bevor wir konkret zum Bandprojekt Fuchs kommen und dem, was du sonst so musikalisch vielleicht noch im Prog-Bereich zu sagen hast. Aber erzähl doch mal ganz kurz ein bisschen was zu deiner Person und was davon abgesehen sozusagen alles passiert ist, wie du natürlich zur Musik kamst und was du im bürgerlichen Leben sonst noch so treibst. Also im bürgerlichen Leben bin ich Familienvater und habe mittlerweile auch Enkel. Tatsächlich bin ich Musik- und Englischlehrer und habe da jetzt über 30 Jahre lang gearbeitet. Bin letztes Jahr tatsächlich in Pension gegangen, bin jetzt gerade sozusagen professioneller Musiker, weil ich nichts anderes mehr mache. Oh, jetzt ist Zeit für die Musik, herrlich. Ja, das ist super, das ist absolut klasse. Und habe da im Prinzip im Laufe der Zeit haben sich zwei Standbeine bei mir so rausgebildet. Ich habe in den 90er Jahren eine deutsche Pop-Rock-Band gehabt, die hieß damals Männer, da haben wir auch eine CD veröffentlicht, sind aber damals irgendwie hinten durchgefallen, weil damals zur gleichen Zeit bei uns hier in der Gegend die Gruppe Pur total bekannt wurde. Wir waren beim gleichen Label und dann sind wir halt hinten runtergefallen, als die dann plötzlich durchgestartet haben, genau. Und war aber auch nicht schlimm, weil ich habe dann auch 1993 angefangen, dann als Lehrer zu arbeiten und habe da dann relativ schnell angefangen, etwas zu machen, was mir auch immer sehr gefallen hat. Ich habe angefangen, Musicals zu schreiben für die Schule und habe über 30 Jahre lang sozusagen jedes Jahr ein abendfüllendes Musical auf die Beine gestellt. Und das ist etwas, was wirklich tiefe Befriedigung auch gebracht hat, weil das, was man da zurückbekommen hat als Feedback und auch als Herzblut von den beteiligten Personen, das war total klasse. Das ist ja manchmal, wenn man CDs produziert, manchmal schwierig, so die direkte Rückmeldung zu bekommen. Und da war die Rückmeldung halt total direkt. Und habe dann tatsächlich mehrere Jahre lang noch ich hatte noch ein Tonstudio in Leonberg in der Nähe von Stuttgart. Da haben wir Platten produziert. Sage ich, das waren die Mitglieder von meiner damaligen Band. Und wir hatten dieses Tonstudio gemeinsam aufgebaut. Und da sind wir in Kontakt gekommen zur Progressive-Szene. Da hat dann das Label WMMS relativ viele Produktionen bei uns gemacht. Und so sind wir in Kontakt zu Bands wie was weiß ich, Asgard, Black Chester, Ivanhoe und so weiter gekommen, die wir damals dort produziert haben. Und dann war irgendwann in den Ende der 90er Jahre, nee, stimmt gar nicht, Mitte der 90er Jahre, hat dann meine Frau Ines angefangen, auch ein bisschen Songs zu schreiben und bei ihr ging es total in die progressive Richtung und ich habe das produziert, habe das gelenkt, habe dann die Texte dazu geschrieben und dann haben wir 1995, 96 die erste CD von meiner Frau Ines und später hieß es dann Ines Project veröffentlicht. Das ging 4 CD-Produktionen lang und dann hat meine Frau sich mehr der Fotografie zugewandt und sie hat dann auch als Theatermusikerin gearbeitet, war da in ganz Deutschland unterwegs und dann haben wir erstmal das mit Progressivmusik wieder eingestellt, weil wir damals unsere Kinder in einem bestimmten Alter hatten und wäre damals darauf angekommen, dass wir live spielen. Das war damals unmöglich zu organisieren, weil wir auch befreundete Musiker aus Italien im Einsatz hatten, was dann wirklich unmöglich zu organisieren war.
Und dann habe ich tatsächlich 2010, als meine Mama gestorben ist, war ich plötzlich in meiner Familie der Stammesälteste. Und das hat bei mir irgend so einen Denkprozess ausgelöst, wo ich angefangen habe, also über bestimmte Dinge nachzudenken. Und es ist dann rausgelaufen, dass ich dann meine erste CD unter dem Namen Fuchs veröffentlicht habe, wo eine bestimmte Fluchtgeschichte von meiner Familie sozusagen erzählt wird. Eigentlich ein ganz aktuelles Thema, was ich da aufgearbeitet habe. Und so fing es an mit Fuchs. Es hat dann total Spaß gemacht. Also ich habe dann auch im Laufe der Zeit eine Band bilden können aus lauter bekannten Musikern, die ich wirklich aus meinem Bekanntenkreis kenne. Also da wurde nicht irgendwo gesucht, sondern die habe ich irgendwie zusammengesucht. Und so hat sich das jetzt gebildet. Und deswegen bin ich jetzt in der glücklichen Lage, dass ich jetzt einerseits meine Musicals verkaufe, und dann tatsächlich nebenher das mache, was mir musikalisch Spaß macht. Ja, also so, das ist eigentlich das Wichtigste, was man, glaube ich, so über mich sagen kann. Ja, und das ist eine ganze Menge. Ich habe jetzt hier zwischenzeitlich mir Notizen gemacht und da war so viel, wo ich jetzt gleich am liebsten eingehakt hätte. Zum einen ganz interessant, also Ivanhoe hast du erwähnt, ja? Das war eine der Bands, auf die ich als Student, glaube ich, gestoßen bin, als ich selbst zum Rock kam. Gibt's die noch? Oder wieder? Ich kriege immer wieder was mit, dass es die noch irgendwie gibt. Ich habe den Kontakt zu denen verloren, weil da gab es dann irgendwann auch ein paar Probleme. Ich habe aber tatsächlich eines ihrer Alben komplett produziert, habe auch alle Keyboards damals sozusagen eingespielt, habe dann damals, als ihr Keyboarder nicht konnte, auch ein Gig mit ihnen in Dortmund gespielt, wo sie auf einem Heavy Festival gespielt haben. Und das war damals schon eine coole Geschichte, weil es hat damals gut reingehauen, ich glaube, die Produktion. Galt noch so ein bisschen als deutsche Rock-Hoffnung mit, aber irgendwie ist dann doch in der Versenkung verschwunden. Ja, dann zum anderen natürlich Ines, klar. Ich bin damals Hunting the Fox, ja. Das war das erste Album, ja. Genau, da bin ich damals auch irgendwie drauf gestoßen, fand das auch klasse, aber da werden wir vielleicht irgendwann sowieso mal noch eine extra Folge machen können mit deiner Frau. Möchte ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, aber mit den Musicals, das finde ich natürlich auch ganz interessant und du sagtest das schon mit den Feedbacks. Ich arbeite ja auch an der Schule. Wir haben bei uns so Bandklassen, Bläserklassen kennt man, ne? Streicherklassen kennt man, wir machen das mit Bandklassen noch. Und auch zum anderen habe ich auch mal so ein kleines, naja, ich sag jetzt mal Mini-Musical mit Behinderten. In so einer Behindertenwerkstatt sozusagen haben wir das aufgenommen, beziehungsweise für die Lebenshilfe war das, glaube ich, e.V. Insofern, ich kann das total gut nachvollziehen, was du sagst, ne? Das Feedback, was man bei der Arbeit mit Kindern zurückbekommt in sehr kurzer Zeit, ne? Das ist auch unglaublich motivierend. Auf der anderen Seite weiß ich auch, wie viel Arbeit da drin steckt und deshalb Respekt, wenn du das wirklich jedes Jahr so ein Musical durchgezogen hast, da steckt unglaublich viel Arbeit drin und unglaublich viel Leidenschaft. Also ja, da musste ich jetzt bloß noch mal kurz Bezug drauf nehmen, bevor wir uns jetzt mal Fuchs etwas näher widmen und nähern. Zur Band, du hast jetzt gerade schon gesagt, 2010 ging das los, dass du daran gearbeitet hast. Ich glaube, 2012 kam es dann raus, ja? Ja, genau. Und seitdem sind ja mehrere Alben entstanden. Wie würdest du den Stil beschreiben? Ich habe gelesen, da steckt viel Genesis, aber auch Beatles oder Steely Dan drin. Ganz interessant. Ja, Steely Dan, das war wegen einem Groove, den unser Drummer gespielt hat. Und das habe ich dann in irgendeinem Interview gesagt und dann war gleich Steely Dan. Oh Gottes Willen, ich möchte uns nicht mit Steely Dan vergleichen. Aber es steckt tatsächlich, was ich sehr erfreulich finde, das war gar nicht beabsichtigt, das hat sich so ergeben. Also meine Musiker kommen aus völlig unterschiedlichen Bereichen. Also einer meiner Sänger zum Beispiel kommt aus dem Big Band-Bereich. Ja, und es gibt nur wenige Bands, bei denen wir alle sagen, ja, darauf können wir uns einigen. Also wir haben ganz unterschiedliche Geschmäcker und das ist das, was für mich die Band ausmacht. Und ich fühle mich bei dem Begriff Art Rock eigentlich ein Stückchen wohler als bei Progressive Rock, weil ich jetzt nicht weiß, was da dran tatsächlich progressiv ist. Ich finde den Titel, die Bezeichnung Art Rock finde ich besser, auch weil wir eine Band sind, die eigentlich jetzt schon auch in Clubs spielen kann, aber die ideale Location für uns ist eigentlich ein Konzertsaal, wo die Leute sitzen können und dann abtauchen können und den Geschichten folgen. Also ich bin eigentlich ein musikalischer Geschichtenerzähler.
Also das ist witzig, weil das sagst nicht bloß du, sondern das sagen sehr, sehr viele. Also zum einen auch das tatsächlich mit diesen vielen Einflüssen der Mitglieder, das höre ich wirklich nicht das erste Mal und das kenne ich aus meinen Projekten auch. Ja. Vielleicht ist das ganz typisch für unsere Musikrichtung, Ja, das ist dass ja auch solche toll. Sachen entstehen, ne, weil gerade so viele Einflüsse reinkommen. Und auch dieses Hadern mit dem Begriff Progressive Rock, ja, das höre ich auch nicht das erste Mal und da ist natürlich was dran, weil progressiv ist natürlich diese Musik schon lange nicht mehr im Wortsinne. Ja. Und das ist ja auch nicht schlimm, aber insofern, du hast es ja mitgekriegt, alleine durch mein Album, ne? Ich arbeite auch tatsächlich mit dem Begriff Art Rock eigentlich auch sehr viel lieber. Aber ja, man braucht natürlich ein bisschen diese Schubladen einfach und wenn die einmal so eingefahren sind und aufgezogen, dann schmeißt man natürlich alles, was da irgendwie dazugehört, auch rein. Ist natürlich auch auf der anderen Seite wichtig für das Publikum so ein bisschen zu wissen, wo gehört irgendwas hin, ne? Ist halt so. Im Zeitalter von Spotify und so weiter sind die Schubladen noch viel größer geworden, Ja, weil absolut. sonst taucht man ja überhaupt nirgends auf. Das ist ja ganz klar. Ich wollte ja gerne von dir mal hören, wo siehst denn du selbst die Band musikalisch? Findest du das treffend? Ja, also ich sehe die Band als, es ist Art Rock im Sinne von atmosphärischer Rockmusik. Das heißt, ich lege keinen Wert zum Beispiel auf Härte oder sowas, sondern ich lege Wert auf Atmosphäre. Und Atmosphäre entsteht durch Sounds und durch Akkorde. Das ist so meine Welt. Ja. Und deswegen denke ich, dass wir so einen ganz breiten Faden haben. Also wir haben auf der einen Seite ganz viele Einflüsse aus dem Bereich der Minimal Music, weil ich ein totaler Fan von dieser Musikrichtung bin. Also Leute wie Arvo Pärt oder Glass oder Max Richter vielleicht auch. Solche Leute finde ich total genial und solche Einflüsse kommen rein und es geht dann bis der Aufnahme von dem, was mir eben aus meiner Jugendzeit begegnet ist. Und das sind eben Bands wie Genesis. Und wenn ich jetzt von Akkorden geredet habe, dann ist eine Band wie Genesis halt ein absolutes Vorbild, weil was Tony Banks an den Keyboards an Akkorden produziert hat, das ist einfach heute noch atemberaubend. Und deswegen sehe ich uns als so eine moderne Interpretation von dieser Musik, die aber eben ganz stark in diesen Wurzeln aus den 70er Jahren verhaftet ist. Und da schäme ich mich auch überhaupt gar nicht dafür, sondern das ist genau das, was ich machen will. Ja. Das hat ja auch durchaus seine Fans nach wie vor. Ja. Na, ich meine, da würde man sich ja manchmal sogar eher noch ein bisschen ein offeneres Publikum wünschen, gerade an den Rändern. Ne? Aber ich glaube, also so habe ich es auch empfunden. Gerade das letzte Album, das habe ich ja dann auch gehört, weil da waren wir bereits Labelkollegen und natürlich beschäftigt man sich dann ein bisschen näher damit. Und zu diesem Album würde ich jetzt auch gerne gleich mal noch kommen wollen. Ja. Was gibt's denn zu diesem Album? Too Much, Too Many hieß das, von 2023. Was gibt's denn dazu vielleicht noch zu sagen? Ihr seid ja dann zur Veröffentlichung sozusagen auf dem Night of the Prog aufgetreten und auch sehr gut angekommen. Ja, wie hat sich das denn entwickelt? Ja, das war absolut fantastisch. Also das Album Too Much Too Many ist tatsächlich während der Corona-Zeit entstanden. Ich als Lehrer, ich habe plötzlich nur noch von zu Hause unterrichtet. Ich kenne das. Ja, genau. Hatte dann wirklich wahnsinnig viel Zeit und habe wahnsinnig viel Musik geschrieben in der Zeit. Und es waren über 30 längere Stücke, die ich geschrieben habe. Und habe dann irgendwann Ende 2020, als dann schon wieder normaler Unterricht möglich war, dann irgendwann die Stücke ausgesucht, die zu einem Konzept passen, weil tatsächlich ist es bei mir immer so, ich muss Konzeptalben machen, weil sonst fallen mir überhaupt gar keine Texte ein. Also ich kann keine Texte schreiben, ohne dass irgendein Konzept dahinter liegt. Sind alles Konzeptalben? Ja, ist schon ein Konzeptalbum. Es geht um... ich meine, die vorher? Die Alben vorher auch? Waren alles Konzeptalben? Alle Konzeptalben. Okay. Gut. Also tatsächlich sind alle Konzeptalben, ich brauche immer ein durchgängiges Thema. Das hängt vielleicht auch mit meiner Musical-Vergangenheit oder Musical-Verwandtschaft zusammen, weil ohne das kann ich wirklich keine Texte schreiben. Und dann, wenn ich aber Thema habe und es dann der unterschiedlichen Songs unterschiedliche Aufgaben zuordnen kann, dann geht es plötzlich ganz schnell. Und bei Too Much Too Many, da geht es eben um das, dass zu viele Einflüsse einen jetzt nicht unbedingt glücklich machen und nicht zufrieden machen. Also es geht eigentlich um, was macht uns zufrieden in der Welt? Und da habe ich dann halt einen Charakter entwickelt, diese Mary Brown, um der es in
auf der CD geht, die halt so, ich sag jetzt mal, ein hässliches Entlein ist. Also niemand will groß was mit ihr zu tun haben, aber sie hat halt trotzdem einiges zu bieten. Und es ist eine Erfahrung, die ich auch als Lehrer gemacht habe, dass es oft so die Charaktere, die eben nicht Mainstream in der Klasse waren, unter Umständen oft die interessanteren Charaktere waren, weil die ganz viel zu bieten haben. Ja. Und das ist, das geht da drin. Ich habe in einem Interview gesagt, und das trifft es vielleicht am besten, viele Leute sind halt ständig auf der Suche nach Glück, indem sie auf irgendetwas warten, den nächsten Urlaub oder das nächste Auto oder das nächste Statussymbol, was man sich kaufen kann. Und das sind halt aus meiner Erfahrung jetzt nicht die Dinge, die einen wirklich zufrieden machen. Und das ist so das Thema des Albums, deswegen Too Much, Too Many, also es strömt zu viel auf uns ein. Ja. Interessant. Das ist ein schöner Einblick. Ja. Natürlich die Frage, Fuchs Live, dieses Night of the Prog war ja natürlich für euch sicherlich, wie auch damals für uns, einer der ganz großen Gigs, die man halt in dieser Szene auf einem Festival machen kann. Umso trauriger, dass es das Night of the Prog nicht mehr geben wird. Ja. Aber wie hast du das empfunden? Wie war dein Eindruck dort so? Es war total genial, weil wir haben ja nicht die riesengroße Erfahrung, was Konzerte auf Festivals betrifft. Das haben wir bisher nur ganz wenig gemacht. Und als dann über Dirk von unserer Plattenfirma Tempus Fugit die Anfrage kam, waren wir natürlich total, wir waren auf 100 innerhalb von kürzester Zeit, haben uns dann auch gut vorbereitet. Und wir wussten nicht, wie es uns dort gehen wird. Und wir sind dort im Hintergrund nur auf freundliche, kompetente Leute getroffen. Das war total genial. Also wie wir dort behandelt worden sind, war wirklich voller Anerkennung und man hat uns einfach ernst genommen. Wir hatten da so ein bisschen Angst, dass wir so eine typische Vorband vielleicht sind und es war überhaupt nicht so, sondern ich muss den Leuten dort ein Riesenkompliment machen, die haben wirklich professionell agiert. Absolut, da kann ich mich auch anschließen aus meinen Erfahrungen dort. Und unter anderem auch eine sehr, sehr gute Technik-Crew, ne? Das muss man also auch sagen, also wirklich hochprofessionell. Ja, wie gesagt, das sind alles Gründe, die es umso trauriger machen, dass das Festival nicht fortgeführt wird. Das stimmt. Aber gut, das soll heute nicht unbedingt Thema sein. Wie soll es denn live weitergehen? Ich habe gehört, ihr habt einen neuen Sänger. Ja. Und werdet ja wahrscheinlich mit dem dann auch so einiges vorhaben. Und das sind sicherlich wieder weitere Live-Auftritte geplant. Ja, wir haben jetzt aktuell, bereiten wir uns dann ab Sommer dann auf einen Auftritt im Herbst vor. Der findet tatsächlich wieder an meiner alten Schule, wo ich als Lehrer gearbeitet habe, statt. Da haben wir 2020 auch unser Live-Album aufgenommen dort. Das hat Gründe, weil hier in der Gegend in Stuttgart die Clubs, wo wir spielen könnten, also die für uns und unsere Musik in Frage kommen, so viel Geld verlangen, dass man da drin überhaupt spielen kann, dass die Ticketpreise unglaublich teuer wären und das ist einfach, das rechnet sich nicht. Und jetzt, wenn ich an meiner alten Schule spiele, wo wir eine tolle Lichtanlage, eine tolle PA und einen sehr guten Raum, sehr schönen Raum haben, da ist es eine Win-Win-Situation, weil da können wir sagen, okay, Gewinn geht zur Hälfte an die Band und zur Hälfte an die Schule und dann ist es für beide einfach super. Eine Win-Win-Situation. Und ich freue mich da wieder auch auf viele Leute zu treffen aus der Vergangenheit. Super. Und dann stehen noch später Konzerte, jetzt gerade aktuell ist noch ein Opener-Konzert in Oberhausen zusammen mit Mostly Autumn geplant. Das ist aber dann erst im nächsten Jahr. Ja, das verspricht auch interessant zu werden. Ja, da freuen wir uns auch drauf. Ja. Glaube ich. Neuer Sänger, heißt das auch neues Album? Ja. Ich habe ein Vögelchen zwitschern hören, dass ihr eine EP veröffentlichen wollt. Ja, neues Album sind tatsächlich zwei Dinge. Wir haben jetzt am Anfang des Jahres, also 24, eine neue EP angegangen und da haben wir 4 Songs von jedem unserer Alben, je einen Song genommen und haben den neu aufgenommen, also die Vocals neu aufgenommen und werden das jetzt in Kürze veröffentlichen. Da werden 4 Titel drauf sein von Fuchs. Und erst war es geplant, es nur digital zu veröffentlichen. Mittlerweile ist aber auch klar, dass es eine CD geben wird. Aber EP bei Prog-Bereich bedeutet ja manchmal, dass sie länger ist als bei Mainstream-Bands, die eine CD oder ein ganzes Album veröffentlichen. Also die ist relativ lang geworden, weil wirklich lange Songs drauf sind. Und Max tatsächlich, unser neuer Sänger, Max Paul, ist, und das ist das wirklich Tolle,
Tolle, was mich wirklich auch, was ich wirklich ganz toll finde, ist ein ehemaliger Schüler von mir. Der hat tatsächlich in 2012 seinen Abschluss gemacht, war damals Teil des Musical-Teams und hat eben so Gefallen an der Musik gefunden, dass er diesen Weg gegangen ist. Also der macht auch professionell Musik, er macht vieles, verschiedene Projekte und als ich dann überlegt habe, ja, wer könnte unseren alten Sänger Buggy Buchmann ersetzen, bin ich dann irgendwann auf ihn gekommen und er hat sofort begeistert ja gesagt, einfach auch um zu lernen und wir können von ihm auch profitieren. Er hat ganz andere Einblicke in Musik. Und das Witzige ist aber, er steht komplett auf altes Material. Also er ist ein totaler Beatles-Fan. Er kann Beatles rauf und runter interpretieren und so. Und das ist total witzig, wenn man mit jemandem arbeitet, der 27 Jahre alt ist und mit dem er aber musikalisch komplett auf einer Wellenlänge ist. Und trotzdem ist er halt ein Kind der heutigen Zeit. Also er hat ganz andere Sichtweisen. Also er weiß zum Beispiel gar nicht, was eine CD ist. Also er ist halt totaler Streaming-Typ. Also er hat gar keinen CD-Spieler und so weiter. Und da treffen halt dann im Prinzip Sichtweisen aufeinander, das ist total erfrischend. Und ein Nebeneffekt ist, das ist wirklich total, das ist jetzt ein bisschen witzig gemeint, aber tatsächlich ein Nebeneffekt ist, er hat das Durchschnittsalter der Band drastisch gesenkt. Okay. Ja, aber da haben wir wieder eine Parallele, weil ich habe ja tatsächlich auch mit Sängerinnen, die ehemalige Schülerinnen unserer Schule sind, gearbeitet. Und das zum Teil auch wirklich immer wieder und regelmäßig. Also ich empfinde das ja auch so, man profitiert definitiv ja auch davon, dadurch Einblicke zu kriegen. Und auf der anderen Seite natürlich sind junge Stimmen ja auch einfach sehr erfrischend. Ne? Ja. Also man hört ja doch in der Stimmfärbung und in der Art, sich zu artikulieren und so weiter, gibt es ja da auch einfach Unterschiede. Was man vielleicht auch nicht ganz vergessen kann, Englisch, ja, was einfach die junge Generation heutzutage ganz selbstverständlich durchs Internet eben aufsaugt. Ja. Das hört man meistens in der Aussprache auch. Ja. Also unabhängig davon, dass die alle schon in der Welt unterwegs waren. Ja, also der Max zum Beispiel hat über ein Jahr lang in den USA gelebt und von daher haben die ein ganz anderes Standing als wir in den 70er Jahren, die ja im Prinzip nicht aus Deutschland groß rauskramen, außer zum Urlaub vielleicht mal kurz oder so. Ja. Ja, ich hatte das Glück, dass ich ja auch schon, ich sage jetzt mal, im Anführungsstrichen englisch sozialisierten Unterricht sozusagen reingewachsen bin und auch in das Internet reingewachsen bin, also da gerade vielleicht die richtige Generation noch erwischt habe. Aber man merkt eben einfach, wie sehr viel selbstverständlicher in den letzten vielleicht 10 Jahren einfach der Umgang mit Englisch und mit diesen ganzen Begriffen und Begrifflichkeiten geworden ist. Und das ist natürlich im Studio, wenn man mit einem Sänger oder Sängerin arbeitet, merkt man das tatsächlich. Macht es sehr viel einfacher, englische Texte auch aufzunehmen zum Beispiel. Ja. Okay, aber das will ich gar nicht zu weit ausführen. Aber eine Frage natürlich noch, wie bei der letzten Folge schon, die du noch gar nicht kennst, mit Philipp Jähne als Keyboarder. Ah, okay. Kommt am Schluss noch eine Technik-Nerd-Frage sozusagen. Mit was arbeitest du da? Oder worauf setzt du da besonders? Also ich setze eigentlich, man kann sagen, zu 70% auf Plugins. Und zu 30% auf Keyboards. Tatsächlich ist es, alles was Ines macht, sind echte Keyboards, also mit ihrem Moog ihre Solis einspielen. Sie macht auch relativ viel mit Memotron. Ich glaube, sowas hast du auch. Ja. Sowas Ähnliches. Also du hast, glaube ich, die Mellotron-Variante. Ich habe die Mellotron-Variante, genau. Ja, genau. Ich habe die Mellotron-Variante. Das machen wir tatsächlich mit echten Keyboards. Ansonsten arbeite ich unheimlich gern mit Plugins, einfach weil es dann halt man kann schnell wieder drauf zugreifen und verändern und da habe ich die typischen Klassiker, also ich glaube zu 80% arbeite ich mit Omnisphere, mit dem ich wirklich so gut wie alles machen kann. Das wäre mein Plugin, was ich mit auf die berühmte Insel mitnehmen würde, um arbeiten zu können. Ja, also das habe ich jetzt schon das zweite Mal gehört, das Omnisphere. Wir machen hier quasi eine versteckte Werbesendung. Ich werde mal hinschreiben, vielleicht kann ich den Podcast sponsern lassen. Nein, aber noch eine allerletzte Frage dann, die mir jetzt gerade so in den Sinn kommt. Wie kann man sich denn die Arbeit in einem Haushalt mit Ines vorstellen, wenn im Grunde 2 so kreative Köpfe in dieser gleichen Szene aufeinandertreffen? Wie trennt ihr das voneinander? Wann entscheidet ihr, welche Songs vielleicht zum Beispiel für was benutzt werden? Oder trennt ihr das wirklich nach Komponisten?
Nee, tatsächlich läuft jetzt gerade bei Fuchs läuft es tatsächlich so, dass Ines ist wirklich die Keyboarderin. Sie bringt sich schon noch ein, indem sie ihre Meinung sagt über Dinge, aber letztendlich entscheiden tue ich, auswählen. Und da hat es aber auch noch nicht viel Konflikt gegeben. Und wenn, dann bringt sie sich positiv ein, indem sie Verbesserungsvorschläge macht. Das ist super. Aber in der Regel läuft es tatsächlich so, dass ich sie hole, wenn es darum geht, ich möchte da gerne ein Solo haben. Lass uns bitte gemeinsam daran arbeiten. Und dann entstehen die Soli jetzt nicht, indem sie improvisiert oder sowas, sondern die entstehen über Melodien, die sie hört. Und dann fängt sie an zu spielen. Ich bringe mich ein, mache Verbesserungsvorschläge. Und so läuft es. Und dann entstehen tatsächlich diese Geschichten wirklich in diesem typischen Flow-Zustand. Das heißt, wir beide arbeiten und irgendwie nach 3 Stunden oder nach 2 Stunden sind wir fertig und entdecken da, dass es jetzt eigentlich dringend mal wieder Zeit wäre, aufs Klo zu gehen. Und das hat man einfach in diesem Flow-Zustand einfach komplett weggedrückt, weil man fertig werden wollte und die Arbeit daran nicht unterbrechen wollte. Und das läuft also sehr befriedigend zwischen uns beiden. Und dann bringt sie sich jetzt natürlich mittlerweile auch als Fotografin ein. Also in dem Bereich hat sie wirklich hohe Kompetenz und das ist einfach die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. So ein eigenes Projekt, ist sie vor kurzem auch gefragt worden schon, ob sie mal nicht wieder was unter Ines veröffentlichen will. Und da hat sie zurzeit kein Interesse dran. Sie ist mit Fuchs und mit ihrer Fotografie genug beschäftigt, ja. Gut ausgelastet. Also sind eure Soli sozusagen gar nicht wirklich frei, sondern schon irgendwie auch konstruiert, ja? Die sind komponiert. Nennen wir sie genau, komponiert, ausgetüftelt. Genau, und die werden auch 1:1 dann live wieder so gespielt. Ja, okay. Da bin ich ein großer Verfechter davon. Also ich finde es total genial, wenn man improvisieren kann. Also wenn ich jetzt eine Band wie Snarky Puppy höre und da die Keyboarder mir anschaue, wie die improvisieren, dann fällt mir echt das Ohr ab. Das finde ich wirklich toll. Aber das ist jetzt wieder die Genesis-Tradition. Also Tony Banks hat seine Soli auch nicht improvisiert, der hat die auch komponiert. Und deswegen sind die melodisch halt einfach auch so unglaublich gut. Also der haut nicht nur irgendwelche Licks raus, die er sich innerhalb von 20 Jahren drauf geschafft hat, sondern das sind wirklich konstruierte Solis, die sind komponiert, die haben Melodie und die fangen wo an und die hören wo auf und haben ihren Höhepunkt. Also das ist eben nicht bloß Improvisationsarbeit, sondern da steckt wirklich sehr, sehr viel dahinter, finde ich. Genau, die füllen dann auch eine Rolle im Song aus, ne? Und das darf man nicht unterschätzen. Das ist ja bei den frühen Dream Theater-Alben zum Beispiel auch oft so gewesen, ne? Dass man irgendwie dieses Soli hat fast schon mitsingen können, trotz dieser Virtuosität. Ja. Also so ging es dann immer. Und natürlich, klar, Genesis ist auch ein gutes Beispiel, wo quasi ein Solo ja schon wirklich eine Songfunktion übernimmt und deshalb eben auch ganz bewusst live wieder so gespielt wurde, ne? Ja. Ja, wunderbar, Mensch, das war spannend. Und die Zeit ist gerade verflogen. Hast du vielleicht noch irgendwas, was du den Hörern mitgeben möchtest? Natürlich, was darf nicht fehlen. Wo kann man denn die Alben erwerben? Ja, die kriegt man überall da, wenn man sucht. Also ich erwähne bestimmte Verkäufer jetzt nicht, weil die kennt jeder, aber es gibt die typischen Verkäufer, die Progressivalben exklusiv verkaufen und da kriegt man die alle. Man kriegt sie auch natürlich beim Label und man kann sie natürlich auch streamen, ganz klar. Und das ist ja, wenn ich höre, dass heutzutage 20% nur noch CDs kaufen und 80% der Hörer streamen, dann ist es natürlich klar, dass man auch froh ist, wenn die Musik gestreamt wird und gehört wird. Mir geht es ja nicht darum, von den Streams leben zu können, was ja sowieso nicht möglich ist, sondern ich freue mich, wenn es dann mal wieder ein paar Streams mehr sind und ich einfach weiß, dass die Musik hinaus in die Welt geht. Genauso wie mich jede Rückmeldung freut. Also wenn ich über meine Facebook-Seite irgendwelche Rückmeldungen von Leuten bekomme, die einfach persönliche Sachen schicken, dann finde ich sowas großartig. Das finde ich einfach toll. Ja, also liebe Hörer, hört es euch an und wenn es euch gefällt, dann gebt persönliche Rückmeldungen. Ja, das ist super. Das kann ich auch nur bestätigen. Sowas ist immer gern gehört und das motiviert auch weiterzumachen und neue Musik zu schreiben und so weiter. Na, viele scheuen den Kontakt zum Musiker, aber ich finde gerade in solchen Szenekreisen, in Szenemusiken ist das eigentlich immer eine ganz motivierende Sache, wenn man Feedback bekommt. Ne? Also fühlt euch da frei. Hansi, das war sehr interessant und irgendwie sehr auf den Punkt. Ich bin jetzt wirklich völlig überrascht, dass wir schon eine halbe Stunde reden. Und
Ich danke dir. Wir haben trotzdem alles so, was es zur Band zu sagen gibt, soweit erwischt. Und ansonsten die Bitte nochmal an die Hörer, erzählt vom Podcast und natürlich unterstützt die Künstler, die hier zu Gast sind. In diesem Fall Fuchs. Liebe Grüße an deine Frau Richtig und an die aus. Band. Und genau, ich hoffe, wir sehen uns dann persönlich demnächst mal wieder irgendwo. Man läuft sich hoffentlich mal über den Weg, ja. Ich gehe fest davon aus. Prima. Okay, dann bis bald wieder. Alles klar, tschüss. Mach's gut, tschüss. Stone Prog, der Podcast. Prog-Geflüster mit Marek Arnold. Neuigkeiten, Wissenswertes und Smalltalk mit Gästen aus der Welt des Progressive Rock. Stone Prog, der Podcast, wird euch präsentiert von B-Side Music.